Komm für deine Yoga 2 Stunde in deinen Sitz. Wähle deine Armposition. Spüre, dass du deine Sitzhöcker in eine Verbindung zum Boden bringst. Dass du deinen Scheitel Richtung Decke schiebst. Du bringst deinen oberen Rücken und den Hinterkopf gefühlt an die unsichtbare Wand. Du hebst dein Brustbein leicht an. Du beginnst Länge in deiner Wirbelsäule entstehen zu lassen. Wenn du magst, schließ für den Anfang gerne die Augen. Und spüre für einen Moment deine Aufrichtung im Sitz. Denke daran, es ist keine statische Position in dem Sinne, sondern du lässt die ganze Zeit innerlich mehr Länge entstehen, nach oben und nach unten, in beide Richtungen. Auch wenn es von außen so aussieht, als wenn du gar nichts tust. Lass deine Schultern dabei ganz locker, sodass die Arme im Schultergelenk entspannt sind. Und dann richte deine Aufmerksamkeit auf die Atmung deines Körpers. Mach dir bewusst, wann atmet dein Körper ein, wann atmet dein Körper aus. Ohne dass du dafür etwas tun musst. Mach dir bewusst, wo bewegt sich im Moment dein Körper, weil er atmet. Und wenn dein Körper das nächste Mal einatmet, dann übernimmst du diese Einatmung, du vertiefst sie. Schickst sie mehr in deinen Körper hinein und atmest dann auch etwas tiefer aus. Du beginnst jetzt deine Atmung zu lenken, zu steuern. Und du schickst jeden Atemzug immer tiefer in und aus deinem Bauchraum. Mit der Einatmung in den Bauchraum. Mit der Ausatmung die Idee, du startest damit ebenfalls in deinem Bauchraum, sodass du in deine tiefe Bauchatmung kommst, bei der sich mit jeder Einatmung die Bauchdecke hebt. Mit jeder Ausatmung senkt sich die Bauchdecke wieder nach innen. Spüre diese Bewegung deiner Bauchdecke. Und solange du dich dabei wohlfühlst, kannst du deine Atmung sanft vertiefen. Durch ein sanftes Vertiefen der Atmung wird die Atmung ruhiger und entspannter. Finde da also dein richtiges Maß. In dem Moment, wo du bemerkst,
Wenn du vielleicht zu langsam atmest und es fängt an, dich anzustrengen, dann ist es nicht mehr möglich, mehr Ruhe im Körper entstehen zu lassen. Also finde so dein richtiges Maß, bei dem du merkst, dass Ruhe entsteht. Mit der nächsten Ausatmung beginnst du den Unterbauch sanft aktiv an die Wirbelsäule nach innen zu ziehen. Mit der Einatmung lässt du wieder los. Mit der Ausatmung sanft den Unterbauch nach innen an die Wirbelsäule heranziehen. Mit der Einatmung lösen. Dieses Heranziehen soll nur eine ganz leichte Aktivierung sein, eine Unterstützung. Und dann kannst du beim nächsten Mal, bei der nächsten Ausatmung, den Unterbauch nicht nur nach innen an die Wirbelsäule heranziehen, sondern auch noch gefühlt leicht nach oben Richtung Brustbein. Mit der Einatmung lass den Unterbauch nach unten und vorne wieder los. Mit der Ausatmung sanft aktivieren, nach innen, oben. Mit der Einatmung nach unten, vorne, wieder lösen. Spüre diesen Wechsel. Sanfte Aktivierung bei der Ausatmung. Und das Lösen mit der Einatmung. Nach der nächsten Ausatmung halte deinen Unterbauch leicht innen oben und atme ab jetzt weiter in deinen Brustkorb ein und aus. Du spürst, der Unterbauch bewegt sich nicht mehr, nach Möglichkeit. Er aktiviert sich die ganze Zeit, zwar nur ganz leicht, aber doch eben aktiv nach innen oben. Und vielleicht spürst du, dass sich dadurch deine Körpermitte ein wenig fester anfühlt, mehr stabilisiert. Und erinnere dich immer wieder daran, wenn du im Laufe dieser Stunde mehr Stabilität in der Mitte brauchst für die verschiedenen Asanas, für die verschiedenen Körperpositionen, dann aktiviere immer den Unterbauch mit. Mal mehr, mal weniger, so wie du es brauchst. Mit deiner nächsten Einatmung löse den Unterbauch, komm wieder in deine tiefe Bauchatmung. Spüre, dass sich jetzt wieder deine Bauchdecke bewegt. Sie hebt sich mit der Einatmung und senkt sich nach innen mit der Ausatmung. Und im Moment geschieht diese Bewegung wieder nur durch deine Atmung, ohne dass du sie irgendwie unterstützen müsstest. Bleib noch für einen Moment in deinem Sitz, in deiner entspannten tiefen Bauchatmung, auch wenn du hörst, dass ich mich jetzt bewege. Ich werde uns ein wenig Musik anstellen.
Spüre noch einmal sehr bewusst in deinen Sitz hinein. Bist du immer noch in deiner Aufrichtung? Oder hat sich vielleicht bewusst oder unbewusst etwas verändert? Mit deiner nächsten Einatmung öffne langsam deine Augen. Und dann löse deinen Sitz auf. Falls du erhöht sitzt, liege zur Seite, worauf auch immer du gesessen hast. Vielleicht legst du dir eine Decke oder ein Handtuch unter. Wichtig ist für die nächste Bewegung, dass du mit den Beinen auf den Boden rutschen kannst. Ich brauche hier zum Beispiel jetzt eine Decke, sonst würden meine Füße nicht über den Parkettboden rutschen. Probier für dich aus, was funktioniert, oder ob du dir Socken überziehst, sodass deine Beine eine fließende Bewegung ausführen können. Wenn du dich dafür erhöht setzen möchtest, denn wir starten mit langgestreckten Beinen, dann mach das gerne, dass du auf deinen Sitzhöckern sitzen kannst, dass du spürst, dass du Länge im unteren Rücken hast und nicht dahinter sitzt. Eigentlich so wie immer. Dann richte dich entsprechend aus. Wandere so ein bisschen auf deine Sitzhöcker. Lass deine Schultern sich nochmal bewusst entspannen. Und mit der Einatmung bring die Arme über die Seite nach oben. Spüre einmal, dass du maximale Länge aufbaust. Fingerspitzen bis zur Decke. Trotzdem lässt du deine Schultern los. Streck die Beine so lang, wie es für dich möglich ist, was auch immer Langstrecken heißt. Mit der nächsten Ausatmung legst du die Fußsohlen zusammen, rutsch mit den Beinen zu dir, so weit wie es entspannt möglich ist, und kommst mit einem langen Rücken nach vorne und unten. Und du lässt hier unten für einen Moment los. Du lässt den Kopf los, die Schultern, den Rücken. Probier die Beine am Hüftgelenk loszulassen. Mit jeder Ausatmung lässt du mehr los. Mit der nächsten Einatmung streckst du die Beine wieder nach vorne, richtest dich wieder in deiner Länge auf. Mit der Ausatmung neig dich nach rechts, setz die rechte Hand unten ab, bring Länge in deine linke Oberkörperseite und sorg dafür, dass der Po sitzen bleibt, der linke. Dass du wirklich merkst, hier außen wird es lang. Lass die Stützschulter vom Ohr weg. Beug dafür am besten den Ellbogen. Mit der nächsten Einatmung komm langsam in die Mitte. Spür wieder die Länge. Mit der Ausatmung neig dich zur anderen Seite. Spür, dass du den rechten Po in die Matte schiebst. Mit der Einatmung komm wieder in die Mitte. Dann machen wir es noch einmal und nimm diesmal die Beine mit dazu. Zieh die Beine wieder heran, spür die Länge in der Außenseite. Mit der Einatmung wieder in die Mitte und zur anderen Seite aus. Mit der Einatmung komm in die Mitte. Mit der Ausatmung bring die Hände in Namaste. Werd mit der Einatmung noch ein bisschen länger. Und mit der Ausatmung dreh deine Hals- und Brustwirbelsäule nach rechts. Sorg dafür, dass die Daumen im Namaste vor deinem Brustbein bleiben. Mit der nächsten Einatmung komm in die Mitte. Und mit der Ausatmung zur anderen Seite.
Achte wieder auf die Position deiner Hände, deiner Daumen. Und in der drehenden Idee, du wirst lang und länger. Mit der Einatmung komm wieder in die Mitte. Dreh dich noch einmal nach rechts und zieh diesmal die Beine wieder mit an. Mit der Einatmung komm in die Mitte. Und ausatmen zur anderen Seite. Einatmen in die Mitte. Für unsere Rückbeuge bleiben wir auf den Sitzhöckern sitzen. Wir bringen die Arme nach vorn. Und du lehnst nur die Brustwirbelsäule und die Halswirbelsäule etwas zurück. Das heißt, du verhinderst, dass du hier wegrollst. Du bleibst ganz aufrecht sitzen. Schiebst also unten nach vorn, hältst den Unterbauch jetzt schon deutlich stabiler und bis oben zurück. Mit der Einatmung richte dich wieder auf. Und dann nimm die Beine mit. Und bei der Rückbeuge schauen die Knie nach oben. Die Fußsohlen bleiben auf dem Boden. Du bleibst auf den Sitzhöckern. Und mit der Einatmung wieder lang. Dynamische Bewegung mit der Ausatmung in die Vorbeuge. Einatmen, wieder lang. Ausatmen, Seitenneigung. Einatmen, wieder lang. Andere Seite. Ausatmen. Einatmen, lang. In die Rotation aus. Einatmen, lang. Zur zweiten Seite. Einatmen, lang. Achtung, Rückbeuge. Knie bleiben gerade, du bleibst auf deinen Sitzhöckern. Und einatmen, lang. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, lang. Ausatmen, Seitenneigung. Einatmen, lang. Andere Seite aus. Ein. In die Rotation aus. Einatmen, lang. Andere Seite ausatmen. Einatmen, Mitte. Und in die Rückbeuge aus. In die Mitte ein. Spür noch einmal die maximale Länge in alle Richtungen. Mit der Ausatmung bring die Arme nach unten. Und dann löse deinen Sitz auf. Es geht im Vierfüßler weiter. Vielleicht möchtest du dir etwas unter deine Knie legen. Dann kannst du das gerne tun. Achte im Vierfüßler darauf, dass deine Knie senkrecht unter der Hüfte stehen. Dass die Handgelenke senkrecht unter der Schulter stehen. Schieb das Brustbein nach vorn, dass deine Sitzhöcker nach hinten schauen. Mit der nächsten Ausatmung aktiviere leicht den Unterbauch an die Wirbelsäule. Und mit der Einatmung komm in die Kuhposition, in die große Hohlkreuzrichtung vom Becken bis zum Kopf. Mit der Ausatmung roll dich in die Katze. Schau deinen eigenen Bauchnabel an. Einatmen in die Kuh. Und auch in der Kuh ist der Unterbauch sanft aktiviert. Ausatmen in die Katze. Und hier aktiviert sich der Unterbauch noch mehr. In der Kuh hol die Schultern von den Ohren weg. In der Katze spüre, dass die Schulterblätter sich voneinander entfernen. Schieb beide Handflächen fest in den Boden.
Und dann ende in der mittleren Position. Und mit der nächsten Einatmung streck dein rechtes Bein lang nach hinten. Bleib im Rücken stabil, bleib in der Stützschulter stabil. Und mit der Ausatmung hab die Idee, du bringst Nase und Knie zueinander. Der Rücken wird natürlich rund. Mit der Einatmung streck das Bein. Mit der Ausatmung Nase und Knie zusammen. Egal, wo du in dieser Bewegung bist, sorge dafür, dass die Ellbogen ganz lang sind, dass deine Schultern stabil sind. Wenn das Bein das nächste Mal lang ist, dann setz ab und bring dein linkes Bein mit der Einatmung nach hinten in die Streckung. Mit der Ausatmung treffen sich Nase und Knie. Immer mit der Einatmung lang, Wirbelsäule lang. Mit der Ausatmung, Nase und Knie treffen sich, Wirbelsäule wird ganz rund. Wechsel gerne in deinem Atemrhythmus, so wie es für dich passt. Wenn das Bein lang hinten ist, dann aktiviere den Unterbauch noch einmal extra nach, dass du nicht in die Hohlrichtung rutscht. Du hast zwar so eine kleine Mini-Hohlrichtung, weil das die natürliche Wirbelsäulenposition ist, aber du biegst nicht durch. Mit der nächsten Ausatmung absetzen. Mit der Einatmung bring deinen linken Arm zur Seite. Mit der Ausatmung setz die Hand wieder ab. Rechte Hand heben mit der Einatmung. Absetzen mit der Ausatmung. Wechsle in deinem Rhythmus. Mit der Idee, dein Körper bewegt sich so wenig wie möglich. Du bleibst in der Mitte stabil. Du bleibst in deiner Stützschulter stabil. Und wenn das nächste Mal der linke Arm auf der Seite ist, dann bring dein rechtes Bein nach hinten. Finde für einen Moment deine Balance mit aktiver Mitte. Und mit der Ausatmung treffen sich Ellbogen, Nase und Knie unter dem Bauch. Und mit der Einatmung wieder lang. Mit der Ausatmung treffen. Mit der Einatmung wieder lang. Beim Langstrecken schieb dein Brustbein nach vorn. Und dann bleib das nächste Mal in der Rundung. Atme dabei weiter. Mit der Einatmung werd wieder lang. Absetzen, ausatmen. Bring den rechten Arm zur Seite. Und das linke Bein nach hinten. Mit der nächsten Ausatmung, Ellbogen, Nase und Knie treffen sich. Einatmen, wieder lang. Wechsle in deinem Rhythmus. Immer mit der Ausatmung rund. Mit der Einatmung lang. In der nächsten Rundung bleibe für einige Atemzüge.
der Einatmung lang. Und dann stell den Fußballen hinten auf. Leg den rechten Unterarm ab, den linken Unterarm und stell auch deinen rechten Fuß zurück und komm in die kleine Planke. Schieb das Brustbein vor die Hacken zurück. Und aus den Füßen schiebst du dich in die Bauchlage. Leg beide Arme lang neben den Körper. Die Handflächen liegen auf dem Boden. Aktiviere den Unterbauch und mit der Einatmung heb die Arme und den Oberkörper. Mit der Ausatmung tief. In dem Moment, wo du hochkommst, streck die Knie noch ein bisschen länger. Mit der Einatmung hoch, mit der Ausatmung tief. Immer wenn du hochgehst, wirst du den Unterbauch noch ein bisschen mehr aktivieren müssen. Und dann bleib vielleicht das nächste Mal oben. Bring die Arme zur Seite. Komm in die kleine Flügelchenposition, Unterarme ganz eng an den Körper. Leg den Oberkörper und die Arme ab. Mit der Ausatmung schieb die langsam zurück in deine Kindposition. Und dann roll Wirbel für Wirbel auf, entweder in den Fersensitz oder eine Etage höher in den Kniestand. Und dann komm in einen großen Armkreis. Und dann setz die Hände ein bisschen weiter nach vorn als eben. Stell die Fußballen auf die Matte. Schieb dich in deinen ersten herabschauenden Hund und bring Bewegung in deinen herabschauenden Hund. Und probiere dich aus. Was kannst du für Bewegungen machen? Mit der nächsten Einatmung komm in die große Planke. Bau eine diagonale Linie auf. Schieb dein Brustbein vor, aktiviere dich in den Schulterblättern. Mit der Ausatmung setz die Knie ab. Schwebe so in die Bauchlage, dass eigentlich dein Bauch als letztes oder gar nicht ankommt. Dass du sehr lang und gerade bist. Und dann lass die Hände in der Cobra-Position und mit der nächsten Einatmung heb dein rechtes Bein, ablegen mit der Ausatmung und dann mach es mit links. Und in dem Moment, wo du das Bein hochhebst, ziehst du mit deinen Handflächen quasi deine Matte so ein bisschen nach hinten. Dadurch bekommt deine Wirbelsäule einen Impuls, sich nach vorn zu strecken, länger zu werden. Immer mit der Einatmung baust du deinen Handflächen Schub auf und löst ihn, wenn mit der Ausatmung das Bein auch wieder nach unten geht. Immer mit der Einatmung gehst du nach oben. Immer mit der Ausatmung nach unten. Und dann bleib das nächste Mal mit dem rechten Bein oben. Und dann beug das rechte Knie. Und dann hebst du deinen rechten Hüftknochen vorne von der Matte ab. Und bringst deinen rechten Fuß quasi auf die linke Seite. Und das Becken, Rücken drehen ein bisschen mit. Trotzdem bleibst du mit dem Brustbein liegen. Mit der Einatmung
Komm wieder in die Mitte, streck lang. Ablegen mit der Ausatmung. Einatmen, lang heben. Beugen. Den Hüftknochen abheben. Rüberschieben. Brustbein liegen lassen. Wieder in die Mitte. Und ausatmen, ablegen. Heben mit der Einatmung. In die Drehung. Ausatmen. Lass die Ellbogen dabei eng. Einatmen in die Mitte. Ablegen, aus. Noch einmal links. Beugen und drehen. Wieder in die Mitte ein und aus. Einmal noch auf jeder Seite. Halt die Hände, die Ellbogen stabil. Und auch noch einmal auf der anderen Seite. Und dann rutsch mit den Unterarmen ein bisschen weiter vor und schieb dich mit der Ausatmung wieder zurück in die Kinnposition. Mit der Einatmung rollst du wieder Wirbel für Wirbel auf und machst einen großen Armkreis. Und dann komm in dein aktives Kind. Die Hände sind weit vorn. Po setzt sich so weit wie es möglich ist zurück. Dann stell beide Fußballen auf die Matte. Und jetzt probiere dich aus den Beinen heraus in den herabschauenden Hund zu schieben. Und benutze diese verschiedenen Schubrichtungen im herabschauenden Hund. Schieb mit den Händen die Matte nach vorn, schieb mit deinen Füßen die Matte zurück, Po nach hinten oben, Fersen nach hinten unten und bring Abstand zwischen Schulter und Ohr. Mit der Einatmung komm in die Planke. Mit deiner Ausatmung in den herabschauenden Hund. Einatmen, Planke. Herabschauender Hund. Ausatmen. In deinem Rhythmus. Spüre den Wechsel für den Körper. Wie fühlt es sich an, wenn du in der Planke bist? Wie fühlt es sich an, wenn du im herabschauenden Hund bist? Was verändert sich? Aus der nächsten Planke setzt du vielleicht die Knie wieder ab, schwebst ganz stabil in die Bauchlage, rutsch mit den Unterarmen ein bisschen vor und schieb sich mit der Ausatmung zurück in die Kindposition, in das aktive Kind. Mit der Einatmung stell die Fußballen auf den Boden. Aus den Beinen in den herabschauenden Hund. Wenn du noch etwas unter deinen Knien liegen hast, dann schieb es jetzt vielleicht zur Seite, wir brauchen es nicht mehr. Richte dich in deinem herabschauenden Hund nochmal sehr bewusst aus. Und dann lauf mit deinen Füßen nach vorn.
Komm in deinen langen Rücken. Mach deine Wirbelsäule gerade wie einen Tisch. Sorg auch dafür, dass der Tisch nicht hier vorne zusammenfällt, sondern dass diese Tischplatte wirklich überall lang ist. Vielleicht beugst du die Knie ein bisschen, weil es dann für dich besser funktioniert. Vielleicht hast du sie eher ein bisschen länger. Aber entscheidend ist die Länge und nicht das Kniestrecken. Mit der Ausatmung komm in deine tiefe Vorbeuge. Vielleicht hast du die Hände auf einem Kissen, auf einem dicken Buch, wenn du nicht ganz ankommst. Mach es so, dass du dir wirklich den Kontakt zum Boden holen kannst. Damit du deine Hände in den Boden schieben kannst. Und diesen Schub nach unten benutzt, um Steißbein, Sitzhöcker, gedacht zur Decke zu schieben. Und dann lass den Kopf los. Und dann roll die Knie langsam. Roll Wirbel für Wirbel auf in den Stand. Mit der Einatmung bring deine Arme nach oben. Mit der Ausatmung komm in Namaste. Und dann öffne deine Füße mattenbreit. Und damit meine ich natürlich jetzt nicht diese Breite, sondern die schmale Seite. Aber das ist doch schon deutlich mehr als hüftbreit eine geöffnete Fußposition ist. Wie immer im Stand, schieb die Hackenaußenkante, den Fußbein vom großen Zeh fest in den Boden. Hände sind in Namaste. Du wirst wieder einen halben Zentimeter größer, als du sowieso schon lang bist. Mit der Einatmung heb das Brustbein noch ein bisschen mehr an. Und mit der Ausatmung neig deinen Oberkörper nach rechts. Verhindere, dass die Hüfte wegrutscht. Und hab so die Idee, in dem Moment, wo du rüber neigst, ziehen deine Füße zueinander. Mit der Einatmung komm in die Mitte. Du kannst die Füße ein bisschen lösen. Mit der nächsten Ausatmung, so in einem gedachten großen Bogen, neig dich nach links. Füße ziehen wieder zueinander. Und dann mit der Einatmung wieder in die Mitte. Mit deiner Ausatmung nach rechts, aktive Füße und Beine. Einatmen in die Mitte. Ausatmen links. Einatmen mit. In deinem Atemrhythmus, du musst es nicht mit mir zusammen machen. Mach es so, dass es für dich passt. Dass du merkst, du bist in einer fließenden Bewegung, die keinen Anfang und kein Ende hat. Immer mit der Ausatmung in die Neigung, mit der Einatmung in die Mitte. Wenn du das nächste Mal ausatmest und dich neigst, dann ganz bewusst schiebst du deine Hüfte etwas zur linken Seite rüber. Zieh dafür die Füße noch ein bisschen mehr zusammen, um dein Hüftgelenk zu schonen. Sorg dafür, dass deine obere Seite wirklich hinten bleibt, an unserer unsichtbaren Wand, dass die nicht nach vorne kippt. Und dann probiere aus, beide Arme ganz lang auszustrecken. Und dann wirst du spüren, hier auf der Außenseite wird es spannend. Und je spannender das Außen wird, umso mehr aktiviere die Füße zueinander. Lass deine Atmung fließen. Mit der nächsten Einatmung komm in die Mitte. Hüfte ist wieder mittig. Mit der Ausatmung in einem großen Bogen neigst du dich nach links. Lässt die Hüfte ganz bewusst nach rechts. Bleibst oben in deiner Ausrichtung. Aktivierst die Füße mehr zueinander. Vielleicht bleibst du hier, weil du sagst, es ist genügend. Aber vielleicht streckst du auch die Arme ganz lang.
Sorg dafür, dass der untere Arm nicht hängt. Probier hier oben und hier unten den gleichen Abstand zu haben. Und werd innerlich immer länger. Mit der nächsten Einatmung komm in die Mitte. Und dann schließ die Füße, nicht ganz, sondern hüftschmal auf den Boden stellen. Mit der Einatmung komm in deinen Berg. Mit der Ausatmung bring die Beine in die Blitzposition, also schieb den Po zurück, beug die Knie. Häng den Oberkörper ganz entspannt über die Beine, auf die Beine herauf. Stell dir vor, du sitzt hier wirklich auf einem Hocker und du bleibst auf diesem Hocker sitzen. Und mit der Einatmung richtest du den Oberkörper in den Blitz und bleibst auf deinem Hocker sitzen. Mit der Ausatmung hängst du dich wieder ab. Mit der Einatmung wieder in den Blitz. Mit der Ausatmung wieder tief. Wenn du in den Blitz gehst, lass die Schultern entspannt von den Ohren weg. Vielleicht nimmst du die Arme dafür ein bisschen tiefer. Probier dich aus. Wenn du das nächste Mal unten bist, komm mit der Einatmung über die Seite, nach oben in den Berg. Und Namaste ausatmen. Einatmen nach oben. Im Blitz abhängen, ausatmen. Einatmen hoch in den Blitz. Ab, aus. Einatmen in den Blitz. Und langsam wieder aus. Einatmen in den Blitz. Auslösen. Und dann komm noch einmal in den Blitz. Und dann bring die Hände in Namaste. Du bleibst immer noch auf dem Hocker sitzen und steigst langsam mit deinem rechten Fuß zurück und kommst langsam wieder nach vorn. Und dann machst du dasselbe mit links. Dann kommt so einen fließenden Wechsel. Du bleibst vom Oberkörper her in der Blitzposition. Du versuchst eigentlich nur dieses eine Bein zu bewegen und ansonsten stabil zu bleiben. Wenn das nächste Mal dein rechtes Bein hinten ist, dann richte deinen Oberkörper in den parallelen Krieger aus. Das heißt, beide Füße schauen nach vorn, die Hüfte schaut nach vorn und du probierst dich ganz aufzurichten. Zieh das Becken vorn nach oben. Dann merkst du vielleicht, das Knie beugt sich hinten so ein bisschen, dann probier hinten wieder gegenzustrecken. Vorne hochziehen, hinten strecken, sodass du merkst, rechts in deinem Hüftbeugebereich entsteht Länge. Und dann drehst du in deinem rechten Bein auf. Du hältst das linke Knie stabil und kommst in den Krieger 2. Achtung, hinterer Fuß nicht zu weit öffnen, nicht zu weit auswärts, eher ein bisschen weniger als 90 Grad, damit das Knie stabil ist. Auch hier ist dein Oberkörper ganz aufgerichtet. Wenn dein Knie sehr weit vorne ist, dann mach entweder den Schritt größer, die Schrittlänge, oder beug das Knie nicht so sehr. Guck, was für dich passt. Und von hier aus schiebst du deinen Oberkörper
nach vorn, ohne dass das Knie sich bewegt, es ist nur der Oberkörper. Legst den Unterarm auf den Beinen ab, nicht um dich abzustützen, sondern um dich wegzuschieben. Und dann benutze den oberen Arm. Mach einen großen Kreis, bis du in deinem seitlichen Winkel bist. Probiere, wenn du hier vorne bist mit dem Oberkörper, ein bisschen mehr zurückzukommen. Und spüre noch einmal die Länge auf deiner Körperseite. Vielleicht schaust du in deine Hand, vielleicht schaust du nach vorn oder auch nach unten, je nachdem, was dein Nacken dazu sagt. Mit der nächsten Einatmung richte dich auf und dreh dein vorderes Bein parallel zum hinteren. Mit der Ausatmung komm in das sogenannte doppelte T. Die Beine sind weit, die Arme sind weit. Wird noch ein bisschen länger. Mit der nächsten Ausatmung geht tief. Und in dieser Tiefe läufst du jetzt mit deinen Händen zum vorderen Fuß, vorne. Guck, was für dich vorne ist. Vielleicht stehst du seitlich, weil deine Matte so liegt. Vielleicht stehst du aber auch quer. Es ist im Prinzip egal. Du läufst zu einem Fuß, drehst dich ein, setzt dich leicht mit der Po-Seite auf den Boden, drehst wieder zurück. Die Füße bleiben die ganze Zeit eigentlich auf ihrem Platz. Sie rutschen nur auf dem Platz mit. Probiere eine geschmeidige Drehbewegung entstehen zu lassen. Und wenn du das nächste Mal wieder in der Mitte bist, dann bring die Arme zur Seite, lass die Wirbelsäule lang werden und mit dieser langen Wirbelsäule richte dich wieder auf in den fliegenden Krieger. Und dann dreh dein linkes Bein wieder auf. Vielleicht musst du den Schritt ein bisschen vergrößern. Guck, was für dich passt. Wieder bist du im Krieger 2. Und dann schieb dich noch einmal nach vorn. Und komm noch einmal in den seitlichen Winkel. Auf der gleichen Seite wie beim ersten Mal. Sorg dafür, dass dein vorderes Knie nicht nach innen kippt. Schieb es weg. Vielleicht magst du den unteren Arm nach vorn schieben. Und mit der Einatmung komm wieder in den Krieger 2. Und jetzt drehst du dein rechtes Bein wieder parallel, sodass du im parallelen Krieger bist. Noch einmal ziehst du vorne hoch, streckst das Bein hinten lang. Und dann neigt den Oberkörper etwas vor. Du setzt dich quasi mit der linken Po-Seite wieder auf deinen Hocker. Musst dich wahrscheinlich da hinten so ein bisschen abstupsen, um in deinen Blitz zu kommen. Mit der nächsten Einatmung, du bleibst auf deinem Hocker sitzen, hebst du beide Hacken nach oben. Und dann mit der nächsten Ausatmung, Hacken tief, komm in die tiefe Vorbeuge. In den langen Rücken einatmen. In die tiefe Vorbeuge aus. Und dann setz dich wieder auf den Hocker, komm in den Blitz mit dem Oberkörper. Bleib da, wo du bist. Ich tausche nur, dass ich euch gleich nicht mit dem Rücken
zugewendet bleibt. Bring die Hände in Namaste. Und dann bring dein linkes Bein zurück. Richte deinen Oberkörper auf. Komm in deinen Parallelkrieger auf deiner zweiten Seite. Und überprüfe dich nochmal. Hast du jetzt das andere Bein vorne? Wenn nicht, tausche einmal um. Zieh auch hier das Becken vorne nach oben und streck das Knie hinten ganz lang. Vorne hoch, hinten lang, sodass der linke Hüftbeugebereich gestreckt wird. Bleib dabei in deiner Atmung. Und dann rotiere deinen linken Bein auswärts. Setz die Ferse ab. Halt dein rechtes Knie ganz stabil vorne. Bring die Hackenaußenkante fest in den Boden und achte hier nochmal auf deine Fußposition. Und dann bring die Arme in die Länge. Lass die Schultern los. Hier wieder versuchen, Knie senkrecht über der Ferse. Eventuell musst du die Schrittlänge anpassen oder die Beinposition etwas verändern. Dein rechtes Knie bleibt stabil. Die Gefahr ist, dass es nach innen kippt. Halte es gedacht in der Außenrotation. Und probiere auch das hintere Bein in die entgegengesetzte Außenrotation zu bringen, sodass beide Beine voneinander wegdrehen und du deine Hüfte öffnen kannst. Zieh auch hier den Unterbauch nach oben. Und mit der Einatmung halt die Beine ganz still, schieb den Oberkörper weit vor, bis es nicht mehr weitergeht. Und dann platziere den Unterarm, auch mit dem oberen Arm, einen großen Kreis, sodass du auch hier in deinem seitlichen Winkel bist. Wieder probierst du die obere Seite weit nach hinten zu bringen. Stabilisierst vorne dein Knie. Bleibst im Unterbauch natürlich stabil. Und achte auf deine Stützschulter. Lass deine Atmung fließen. Und mit der nächsten Einatmung komm langsam in den fliegenden Krieger. In das doppelte T ausatmen. Werd hier noch ein bisschen länger mit der Einatmung. Und dann tauche nach unten mit der Ausatmung. Lass den Kopf los, schau durch deine eigenen Beine durch. Und dann legst du dein linkes Knie mittig auf den Boden. Setz den Po neben deinen linken Fuß und nimmst deinen rechten Fuß, stellst ihn einmal rüber für den Drehsitz. Wenn das mit diesem gebeugten linken Bein nicht funktioniert, weil du merkst, die rechte Po-Seite ist in der Luft, dann streck das untere Bein, dein linkes Bein, lang aus. Buckel dich so ein bisschen auf deine Sitzhöcker hoch. Schnapp mit deiner linken Hand dein rechtes Knie und hol mit dieser Hand dein Knie zu deiner linken Schulter. Zieh vielleicht den Fuß vom langen Bein an. Mach mit deinem rechten Arm einen großen Kreis. Setz die Hand ganz nah an deinen Körper heran und benutze die Hand, um die Länge deiner Wirbelsäule zu unterstützen. Mit der nächsten Einatmung wirst du noch ein bisschen länger. Und mit der Ausatmung schaust du über deine rechte Schulter
während du dein Knie immer noch zur linken Schulter schiebst. Mit jeder Einatmung Gefühl mehr Länge, mit jeder Ausatmung mehr Lösen in die Drehung. Länge bei der Einatmung, Drehen bei der Ausatmung. Mit der nächsten Ausatmung löse. Komm in die Mitte. Dein rechtes Knie kommt in die Bodenposition. Dein linkes Knie kommt daneben. Und die Arme strecken sich lang. Du wirst im unteren Rücken ganz lang. Du hast die Idee, du willst eigentlich auf deinen Sitzhöcker sitzen, auch wenn das natürlich in dieser Position nicht ganz geht. Und spüre, dass du lang und länger wirst in deinem unteren Rücken. Du kannst die Füße strecken, du kannst die Füße auch anziehen. Guck, was für dich besser passt. Lass deine Atmung fließen, heb dein Brustbein, lass die Schultern los. Und dann legst du dein rechtes Bein lang ab. Stellst dein linkes Bein über das rechte. Wir wollen jetzt in den Drehsitz für die zweite Seite. Wenn du gerade im Drehsitz auch das untere Bein gebeugt hattest, dann beugt es jetzt. Wenn das Bein lang gestreckt war, dann lass es lang gestreckt. Die rechte Hand schnappt sich das linke Knie und du ziehst mit der Hand das Knie zur rechten Schulter. Vielleicht ziehst du den unteren Fuß wieder an und dann mach einen großen Kreis mit deinem linken Arm. Stell die Hand eng an den Körper. Mit der Einatmung wird noch ein bisschen länger. Mit der Ausatmung kommen wir in die Rotation. Und spür, dass du im Körper wieder in zwei verschiedene Richtungen arbeitest. Untere Körperhälfte, so bis Unterkante Bauchnabel. Dreh rüber, nach rechts. Obere Hälfte, so bis Oberkante Bauchnabel. Dreh nach links. Lass deine Atmung fließen. Und mit der nächsten Ausatmung löse die Drehung. Bring dein linkes Bein in die Bootposition, das rechte Bein daneben. Sitz wieder auf beiden Po-Seiten. Und vielleicht beginnst du zu rudern. Immer mit der Idee, egal wo die Beine und die Arme so sind, du willst eigentlich im unteren Rücken Länge aufbauen. Lass deine Atmung fließen. Und dann komm von hier aus in den herabschauenden Hund. Spür noch einmal die Länge in deiner Körperrückseite. Und dann stell deinen linken Fuß ein bisschen nach vorn und dann dreh dich nochmal zur Mitte. Mit der Einatmung komm über das doppelte T in den fliegenden Krieger. Mit der Ausatmung öffne in den Krieger 2. Guck wieder, dass alle Winkel, alle Ausrichtungen stimmen. Und mit der nächsten Einatmung schieb noch einmal den Oberkörper vor und komm in den zweiten seitlichen Winkel auf der zweiten Seite. Und vielleicht bringst du mit der nächsten Einatmung den unteren Arm
deinen linken Arm nach vorn. Und mit der nächsten Einatmung komm in die Krieger 2. Rechtes Bein rotiert, parallel. Vielleicht musst du den Schritt ein bisschen verkleinern. Paralleler Krieger. Und dann kommst du auch hier mit dem Oberkörper wieder etwas vor. Setz schon mal die linke Po-Seite auf den Hocker. Und dann schieb dich langsam vor in den kompletten Blitz. Mit der Einatmung heb die Hacken, bleib aber mit dem Po unten sitzen. Und mit der Ausatmung setz die Fersen ab, tauch in die Tiefe. Und dann beug die Knie, komm über die Seite in den Berg. Namaste, ausatmen. In den Berg ein. Tiefe Vorbeuge aus. In den langen Rücken ein. Und dann steig in den herabschauenden Hund zurück. Spür die verschiedenen Schubrichtungen im herabschauenden Hund. Mit der Einatmung bring dein rechtes Bein nach oben. Mit der Ausatmung schieb dich in die Planke und bring dein rechtes Knie an den linken Oberarm. Nach hinten oben einatmen. Absetzen mit der Ausatmung. Links heben, atme ein. Mit der Ausatmung zieh das linke Knie an den rechten Arm ran. Nach hinten oben ein. Herabschauender Hund aus. In die Planke ein. Vielleicht setzt du die Knie ab. Vielleicht lässt du die Knie lang. Entscheidend ist, dass du möglichst gerade in die Bauchlage kommst. Bring deine Hände in die Cobra-Position, streck die Knie lang, immer wieder den Unterbauch aktivieren. Mit der Einatmung komm in deine Cobra. Mit der Ausatmung geh tief. Einatmen in die Cobra. Ausatmen tief. In die Cobra ein. Bleib für einige Atemzüge, heb vielleicht die Handflächen 1 cm vom Boden. Lass die Atmung fließen. Und mit der nächsten Ausatmung löse. Und komm in die Rückenlage. Stell beide Füße auf die Matte. Leg die Handkante vom kleinen Finger auf den Boden, die Arme eng neben den Körper. Lass die Schulter nach hinten unten los. Mit der Einatmung rollen deine Schulterbrücke. Und mit der Ausatmung roll Wirbel für Wirbel wieder ab. Eine sanfte, gleichmäßige Bewegung. Entweder rollst du weiter in deinem Rhythmus nach oben und nach unten. Oder du bleibst vielleicht das nächste Mal oben.
wanderst mit deinen Armen unter deinen Körper und fasst die Hände miteinander. Und dann schiebst du die Hände und die Arme fest in den Boden. Du bringst von deinen Füßen die Hackenaußenkante und den Fußbein vom großen Zeh fest in die Matte. Hab die Idee, du schiebst dein Brustbein deinem Kinn entgegen. Stabilisiere dein linkes Bein und vielleicht streckst du mit der Einatmung das rechte Bein ganz lang und schiebst deinen großen Zeh so weit wie möglich zur Decke. Mit der Ausatmung senken. Stabilisiere deinen rechten Fuß, dein rechtes Bein. Und mit der Einatmung streck das linke Bein ganz hoch. Lass die Atmung fließen. Mit der Ausatmung setze langsam ab und roll, also löse die Hände, wenn du sie gefasst hast, und roll Wirbel für Wirbel ab. Zieh die Knie an den Oberkörper. Komm in eine kleine Mini-Rückenmassage. Und dann stopp in der Mitte. Platziere beide Arme auf Schulterlinie zur Seite. Halt die Lendenwirbelsäule fest am Boden und bring deine Beine in so eine grob gesagt 90-Grad-Position. Entscheidend ist aber, dass die Lendenwirbelsäule den Kontakt zum Boden halten kann. Probier aus, was bei dir geht. Mit der Ausatmung bewegt beide Beine nach rechts. Der linke Po kommt so ein bisschen hoch. Mit der Einatmung komm in die Mitte. Und dann zur anderen Seite ausatmen. Einatmen in die Mitte. Lass den Hinterkopf ganz still liegen. Und wenn du ein bisschen mehr machen möchtest, dann bring die Arme nach oben und leg die Hände so ganz entspannt auf den Schultern und Oberarmen ab, dass die Arme nicht mehr mithelfen können. Dann noch mit der Beinbewegung weiter. Probier aus, wie weit kannst du gehen, ohne dass du umkippst. Und der Weg zur Mitte ist immer genauso langsam wie der Weg nach außen. Und immer wenn du in der Mitte bist, spüre, dass die Lendenwirbelsäule fest am Boden ist. Immer mit der Einatmung in die Mitte. Immer mit der Ausatmung zur Seite. Einatmen in die Mitte. Wenn du das nächste Mal in der Mitte bist, hol beide Knie wieder ganz ran. Hab die Idee, Nase und Knie treffen sich. Lass die Schultern entspannt von den Ohren weg. Und dann leg den Oberkörper ab. Stell die Füße nacheinander auf den Boden. Streck die Beine lang aus in Shavasana. Lass die Füße und die Beine ganz locker nach außen fallen.
Platziere deine Arme so, dass die Handflächen eher nach oben schauen. Wähle eine Armposition, in der du deine Arme im Schultergelenk wirklich loslassen kannst. Und dann mach dir für einen Moment bewusst, wie fühlt sich dein Körper jetzt in diesem Moment in der Rückenlage an? Wo hat dein Körper Kontakt zum Boden? Wo hat er keinen Kontakt? Hast du das Gefühl, beide Körperseiten fühlen sich gleich an? Oder kannst du irgendeinen Unterschied erkennen? Stell einfach nur fest, wie es ist, ohne es zu bewerten. Und dann schick deine Aufmerksamkeit jetzt in deine beiden Füße. Mach dir bewusst, wo haben deine Füße Kontakt zum Boden? Wo haben deine Füße keinen Kontakt zum Boden? Und mit deiner nächsten Ausatmung lässt du deine Füße mehr los. Komm mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Beinen im Hüftgelenk. Spüre, wie sind deine Beine im Hüftgelenk im Moment ausgerichtet. Und mit der nächsten Ausatmung lass deine Beine im Hüftgelenk mehr los. Mit jeder Ausatmung lässt du deine Beine im Hüftgelenk mehr los. Komm mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Armen im Schultergelenk. Spüre für einen Moment, wie sind deine Arme im Schultergelenk ausgerichtet. Und mit der nächsten Ausatmung lass deine Arme im Schultergelenk los. Mit jeder Ausatmung lässt du deine Arme im Schultergelenk immer mehr los. Komm mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Händen, zu deinen Fingern. Spüre, wo haben deine Hände, deine Finger im Moment Kontakt zum Boden. Mit der nächsten Ausatmung lass deine Hände und Finger los. Mit jeder Ausatmung lass deine Hände und Finger mehr los. Komm mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Hinterkopf. Spüre, wo dein Hinterkopf Kontakt zum Boden hat. Mit der nächsten Ausatmung lass deinen Hinterkopf los. Mit jeder Ausatmung lässt du deinen Hinterkopf
immer mehr los. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen ganzen Körper. Spüre, wo hat dein ganzer Körper Kontakt zum Boden. Und mit der nächsten Ausatmung lässt du deinen ganzen Körper los. Mit jeder Ausatmung lässt du deinen ganzen Körper immer mehr los. Und dann lenke deine Aufmerksamkeit ganz auf deine Atmung, auf die Atmung deines Körpers. Mach dir bewusst, wann kommt eine Einatmung und wann geht eine Ausatmung. Ohne dass du dafür etwas tun musst, spüre. Irgendwann wird eine Einatmung kommen und eine Ausatmung gehen. Und für dich ist im Moment nichts interessanter, als zu beobachten, wann kommt eine Einatmung und wann geht eine Ausatmung. Und du bist dabei ganz wach und aufmerksam. Wann kommt eine Einatmung? Wann geht eine Ausatmung? Wenn das nächste Mal eine Einatmung kommt, dann beginnst du deine Einatmung sanft zu vertiefen und auch die Ausatmung vertiefst du leicht und sanft. Hab die Idee, mit jeder Einatmung strömt der frische Sauerstoff immer tiefer in deinen Körper, er breitet sich immer mehr aus. Und im Gegenzug schickst du mit jeder Ausatmung den verbrauchten Sauerstoff, deine verbrauchte Energie nach außen. Sodass mit jeder Einatmung neue, frische Energie hineinströmt in deinen Körper. Mit jeder Ausatmung gibst du die verbrauchte Energie wieder ab.
Und solange du dich dabei wohlfühlst, kannst du deine Atmung nach und nach vertiefen. Sodass sich immer mehr neue Energie, frischer Sauerstoff in deinem Körper ausbreiten kann. Mit jeder Ausatmung gibst du die verbrauchte Energie, den verbrauchten Sauerstoff wieder ab. Probiere aus, bis in deine Hände und Füße hinein die Energien auszutauschen. Und wenn du vielleicht spürst, dass du in deinen Fingerspitzen und Zehenspitzen damit angekommen bist, oder wenn du es dir vorstellst, dass du angekommen bist, dann beginne deine Finger und Zehen zu bewegen. Und dann bewege deine Hände und Füße. Bewege deine Arme und Beine. Bewege deinen gesamten Körper. Mach das, was sich für deinen Körper jetzt gut anfühlt. Dann roll dich noch einmal auf deine rechte Seite. Nimm den kürzesten Weg, dass du gar nicht zwischendurch hochkommen musst. Selbst wenn du jetzt vielleicht von deinem Bild weggedreht bist. Also von meinem Bild. Dann schieb dich langsam zum Sitzen nach oben. Bring die Hände in Namaste. Atme tief durch die Nase ein, durch den offenen Mund aus. Drittes Mal. Und dann öffne langsam deine Augen. Namaste. Und wie immer, vielleicht bis zum nächsten Mal.